Kinder, durchdrehen und Wutanfälle sind jetzt erlaubt. Wir gehen jetzt zu Pattern 6, dem Special Pattern. Und hier soll alles so ein bisschen bescheuert sein, damit ich kurz mal da reinjumpen kann. Ich kann kurz mal ein bisschen Spannung reinbringen und dann kehren wir zum Main Part wieder zurück. Gut, wie funktioniert das? Also meine Ansätze sind jetzt so ein bisschen, ne, ich gehe jetzt direkt mit einem Baseballschläger an die Sache ran. Ich nehme jetzt erstmal, sage ich mal, den Track 3, wo meine Hi-Hat läuft. Alle anderen habe ich stumm geschaltet. Wir hören jetzt nur die Hi-Hat. Und jetzt gehe ich ins Page-Setup und mache mal Gebrauch von diesem Scale, von diesem Multiplikator, womit ich ja die Geschwindigkeit letztendlich ändern kann. Das heißt, wenn ich das nach rechts drehe, auf zum Beispiel, Moment, 2, dann läuft das Ganze doppelt so schnell. Merken wir, es läuft doppelt so schnell. Und das kann man ja manchmal als Spezialeffekt mal kurz reinbringen. Bei der Kickdrum lasse ich es so, aber vielleicht bei der Snare Drum sage ich auch, Geschwindigkeit bitte zweimal. Hören wir mal kurz rein. Also bringt deutlich mehr Tempo in die Geschichte und das kann man immer mal so als Spezialeffekt benutzen. Dann würde ich aber den Track 6, dieses Lead-Instrument, vielleicht halbieren. Das heißt, einen Kontrast setzen. Das heißt, hier gehe ich mit Function ins Page-Setup und sage Scale, ich drehe nach links zu 1,5. So. Das darf sogar noch langsamer. Machen wir 1/4. Und das Ganze darf irgendwie noch ein bisschen crazy klingen. Das heißt, ich gehe in Track 6 rein und gebe dem einfach mal mehr Reverb. Überhaupt ganz viel Reverb. Und jetzt gehe ich in den Reverb rein und sorge dafür, dass der Reverb richtig lange klingt. Das heißt, Track und dann bei den Cents, das ist glaube ich Cent 15, genau, hier auf Seite 2 habe ich meinen Super Void Reverb und jetzt mache ich die Decay-Zeit, also sprich die Hallzeit ganz lange. So. Und auch die Filterung nehme ich mal raus, dass das schön high glossy klingt, die Höhen betonen. Und jetzt kommt mit Mute die Bassline dazu. Ja, zu viel. Und bei Track 4, das war ja dieses Gedudel, was einfach 8 Takte lang läuft, da muss ich jetzt mal kurz gucken, ob das passt. Vielleicht muss ich es einfach rausnehmen. Gut, hören wir mal rein. Ja, den würde ich tatsächlich rausnehmen. Das heißt, bei Track 4, da könnte ich jetzt ganz einfach sagen, ich drehe die Lautstärke in der Amplitude-Sektion einfach runter. Das heißt, unser Special Part klingt einfach schon ein bisschen abgedrehter, sagen wir mal so. Das heißt, ich gehe zu Pattern 1 und wir haben ja nach wie vor unter Pattern Transition Direct Jump. Das heißt, ich jumpe kurz in dieses Spezial-Pattern rein und dann wieder zurück und wir gucken mal, wie es klingt. Also Main 1. Ja, muss man natürlich üben, aber ich glaube, ihr kriegt ein Gefühl dafür, was man damit machen kann.